Hey, hier sind wir wieder. Wir haben 35 Grad, es ist brutal warm und heute wollen wir eine ganz schnelle Nummer machen. Und zwar wollen wir heute einen Caesar Salad machen. Wir brauchen Romana-Salat, der ist frisch gewaschen. Wie Salat gewaschen wird, weiß jeder. Wir brauchen frische Hähnchenbrust. Wir brauchen Gewürz und wir brauchen Parmesan. Und was wir noch brauchen, ist ein richtig geiles Brot. Ihr könnt auch Baguette nehmen. Das ist mein Favorite. Ich darf hier leider keine Werbung machen, deswegen auch das. Weil wir kein Geld damit verdienen. Wir machen das eigentlich just for fun und um euch was Gutes zu tun. Und aus diesem Grund, YouTube funktioniert anders als ihr glaubt. Ihr dürft gerne ein Abo dalassen, wenn es euch gefällt. Und immer ein Like, das wäre uns eine Riesenhilfe, damit wir weitermachen können, weil wir das wirklich gerne tun. Und jetzt starten wir direkt weiter durch. Wir braten jetzt die Hähnchenbrust in der Pfanne. Ich gebe Gas. So, Olivenöl. Schön verteilen. Dann die Hähnchenbrust. Ich habe jetzt 2 Stück genommen, weil wir 2 Mann sind, die gleich essen werden. Es reicht auch, wenn ihr das bei euch macht mit einer Hähnchenbrust. In die Pfanne. Gewürz. Salz, Pfeffer, Paprika. Gemischt. Ein bisschen Kreuzkümmel mit dran, schmeckt immer super beim Hähnchen. Das ist eine fertige Gewürzmischung. Leider dürfen wir noch keine Werbung machen oder machen keine Werbung und ich möchte keine Hersteller unterstützen, die uns nicht unterstützen. Ja, nur mal so am Rande. Dann Pfeffer. Salz lassen wir jetzt erstmal weg, weil wir diese Gewürze schon benutzt haben. Ich habe jetzt leider kein Tier. Es gibt auch so große Siebe mit dem Griff dran. Das könnte man super hier drüber legen, dann spritzt euch das nicht die ganze Küche voll. Schön Farbe nehmen lassen. Er hat noch keine Farbe. Wir warten noch einen Moment. Während wir die Hähnchenbrust anbraten, haben wir hier das Brot. Packen das mal beiseite, dass man das besser sieht. Und machen jetzt aus diesem Brot oder aus dem Baguette, was ihr habt, so ein paar kleine, dünne Streifen. Ich erkläre euch gleich warum. Streifen, Scheiben, wie auch immer ihr das nennen wollt. So dick sollten die sein. Okay, ich zeige euch gleich, wie es weitergeht. Der hat schön Farbe. Ziehen die noch mal so ein bisschen durchs Öl hier. Die ist jetzt sehr dick, die Hähnchenbrust. Weil ich aber gewaltigen Hunger habe, ist das schon okay so. Es dauert einen kleinen Moment. Es gibt noch mal ein kleines bisschen Olivenöl dazu. Das war jetzt ein bisschen viel, macht aber gar nichts. Und dann nehmen wir noch eine Knoblauchzehe. Zerdrücken die. So sieht die zerdrückt aus. Dann lege ich die jetzt noch mit hier rein, damit das Öl noch ein bisschen Aroma bekommt. Nehmen wir jetzt die Brotscheiben, diese hier, und legen die in das Olivenöl und lassen die kurz mit angehen. Jeder von euch kennt Croutons, diese kleinen Würfelchen. Ich mag es lieber, wenn es etwas grober ist und gerade bei so einem guten Brot. Und dann saugen die jetzt auch noch schön das Öl mit auf. Die braten wir jetzt kurz mit an. Also einfach reinlegen, drin liegen lassen. Ich würde mal sagen so 1-2 Minuten. Man muss dann öfter mal drehen.
um die nachher mit auf den Salat zu machen. Und dann sind wir auch gleich kurz davor, dann können wir die schon wieder rausnehmen. Die Hähnchenbrust braucht dann noch ein bisschen. Das tauschen wir jetzt mal jeder Stück, das hat noch kein Öl abbekommen. Das gibt einen super Geschmack nachher. Auch mit dem Knoblauch hier, den könnt ihr noch mal so ein bisschen zerdrücken. Dann gibt er seine ätherischen Öle ab. Hervorragend. Okay, bevor das Brot jetzt zu dunkel wird, nehmen wir das raus. Ihr könnt hier auch ein Küchentuch drauflegen. Das mache ich jetzt auch gerade. Wartet kurz. Das saugt dann noch das überschüssige Fett raus. Wir nehmen die kurz raus auf dieses Küchentuch. Das sieht super aus und das riecht bombastisch. So, jetzt kommt der Romana-Salat. Das waren 4 kleine Mini-Herzen. Die haben wir den Strom unten weggemacht und dann gewaschen. Salatschleuder. Schmeißen wir machen jetzt mal eine Portion. Das wäre für 2 gute Portionen. So. Ich würde sagen, das reicht. Jetzt haben wir unser Parmesan-Dressing. Das verlinken wir euch unten drunter. Das haben wir schon mal, da haben wir ein Rezept für gemacht. Da drauf. So. Und jetzt heben wir das Ganze gut durch. Dann ist auch wirklich jedes Blatt richtig gut benetzt. Und das Ganze lassen wir jetzt 3-4 Minuten so stehen. Dann zieht das richtig ein. Und jetzt holen wir die Hühnerbrust. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Hähnchenbrust jetzt fertig gegart. Die nehmen wir jetzt und schneiden die schön auf. Okay, und jetzt richten wir den Salat an. Der ist jetzt schön durchgezogen. Und das Dressing, wie ihr seht, ist auch relativ fest. Aber das ist auch genau richtig. Und bauen wir das Ganze so ein bisschen hoch. Jetzt machen wir die Hähnchenbrust da drauf. Ziehen wir so ein bisschen auseinander. Die ist richtig schön saftig. Und dann dekorieren wir das Ganze noch mit den gerösteten Brotscheiben. Weil wir hier ein Parmesan-Dressing haben, reiben wir jetzt noch schön ein bisschen Parmesan frisch drüber. Ja, voilà. Kurz nach, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Der Geschmack überzeugt.